So Leute, heute stelle ich euch mal mein neues Binoharness vor. Ich habe hier von Marsupil Gear mir eine Fernglastasche angeschafft, also eine Tasche, in der ihr euer Fernglas verstauen könnt und das vor der Brust tragen könnt. Ich habe lange Zeit hier auf dem deutschen Markt geschaut, da bin ich allerdings nicht zufrieden gewesen und die Designs haben mir nicht so gut gefallen. Das von Marsupil Gear hatte ich schon länger auf dem Schirm und habe mir das jetzt mal angeschafft. Bin sehr zufrieden mit dem Teil. Mehr dazu schauen wir uns jetzt im Video an und später sehen wir uns dann im Fazit. Viel Spaß jetzt beim Video. Das Binoharness von Marsupil Gear habe ich hier in Größe M und natürlich in Ranger Green. In meinen Augen einfach die beste Farbkombination. Der Aufbau der Tasche ist relativ simpel. Vorne ein kleines Zipperfach für kleinere Utensilien, Snacks oder den Schlüssel. Dazu noch zwei kleine elastische Seitentaschen, die für Windprüfer, Windmesser oder ähnliches genutzt werden können. Darunter habt ihr jeweils horizontal verlaufend Gurtband, um Karabiner anzubringen, kleinere Taschen oder ähnliches. Wie ihr an den Seiten erkennen könnt, habe ich hier die offene Variante, also mit geöffneten Seiten zum Fernglas. Dazu später mehr im Fazit. Ein weiteres Fach habt ihr auf der Rückseite mit leichtem Meshgewebe. Hier ist Platz für eine Karte, Schreibmaterial oder Ausweise. Bevor wir uns aber den Rest anschauen, noch kurz das Harness bzw. Geschirr. Ich habe es hier in der ungepolsterten Variante gewählt mit normalem Gurtband. Unauffällig beim Tragen und keine Probleme während der Benutzung unter einem Rucksack. Es kommt mit 4 Schnellverschlüssen und Autolock-Funktion, um eine zuverlässige Einstellung der Gurte zu gewährleisten. Hinten bei der Zusammenführung dann nochmal das Logo und ein Made in USA Label mit Öse darunter. Jetzt aber mal zur eigentlichen Funktion. Das Marsupil Binopack nimmt mein 10x42 Glas gut auf und dank des Magnetverschlusses muss ich mich nicht um Knöpfe, Gummibänder oder Schlaufen kümmern. Einfach oben am Riemen ziehen, nach vorne umklappen und ebenfalls mit Magnet unten am Boden fixieren. Mit einer Hand geht das Ganze natürlich auch sehr gut und es gibt absolut keine Probleme. Schnell und einfach, genau wonach ich gesucht habe. Im Inneren wird das Glas dabei von einem Fließfutter geschützt und es sitzt perfekt in der Tasche. Kein Lärm, Wackeln oder Rutschen des Glases. Zum Sichern könnt ihr so wie ich natürlich die mitgelieferten schwarzen Straps nutzen und am Glas fixieren. Wem sie nicht gefallen, einfach oben an der Öse aushaken und beiseite legen. Wer das Glas nur kurzfristig von der Tasche trennen möchte, der kann dafür die kleinen Schnellverschlüsse nutzen. So könnt ihr das Glas zum Beispiel auch einfach mal aus der Hand geben. Bevor wir zum Fazit kommen, noch etwas zur Verarbeitung. Die ist, wie man das von Made in USA kennt, sehr gut. Die Nähte sind bestens verarbeitet, die Materialien mit dem 500D und hochwertigen Kunststoffteilen sehr robust und langlebig. Da gibt's nichts zu meckern. Kommen wir jetzt zum Fazit. So Freunde, das war mein neues Binoharness. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe natürlich auch, dass euch die Tasche gefällt. Mir gefällt sie sehr gut, ich bin sehr zufrieden mit dem Teil. War lange Jahre jetzt ohne Tasche unterwegs und habe mir jetzt endlich mal eine bestellt. Jeder, der ein Fernglas besitzt, der weiß einfach, dass es stört, wenn man das Fernglas trägt und sich dabei bewegt. Das baumelt da rum, klopft gegen die Brust. Wenn man es ein bisschen diagonal schultert, dann geht's. Man hat dann das Glas immer so ein bisschen an der Seite. Das habe ich jetzt auch jahrelang so gemacht mit dem Rucksack. Und naja, jetzt hatte ich mal ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken und mir mal so eins zu bestellen. Die sind nämlich gar nicht so teuer, wie man so denkt. Also das hat jetzt $89 gekostet und die neue Variante, die Enclosed-Variante, die kostet glaube ich $129. Und naja, ich wollte auf jeden Fall nicht über $100 gehen, deswegen habe ich mir die geholt zur neuen Version, zur Enclosed-Variante. Also da habt ihr die Seiten hier geschlossen und vorne habt ihr ein bisschen flexibleres Material und unten habt ihr Palsschlaufen, da könnt ihr euch dann ein Kurzwaffenholster dran machen oder einen Bärenabwehrspray. Und ja, war für mich nicht notwendig. Ich wollte einfach nur so eine Fernglastasche haben. $89 fand ich jetzt fair. Besonders Made in USA, Qualität stimmt. Dann zahlt ihr noch ein bisschen Zoll und dann geht das Ganze.
Und ja, nur das zu dem Thema Unterschied alte Version, neue Version, wenn man das überhaupt alt bezeichnen kann. Es sind einfach zwei verschiedene Varianten und da könnt ihr einfach auf die Webseite gehen und euch die Unterschiede nochmal genauer anschauen. Ja, ansonsten positiv eigentlich komplett das ganze Teil. Es gibt wenig Negatives, ich komme gleich dazu. Jetzt erstmal die positiven Punkte. Also Farbe finde ich total geil. Es gibt da noch andere Farbkombis, die mir auch sehr gut gefallen. Materialien top, Verarbeitung top und das Design gefällt mir auch sehr gut. Es ist schön minimalistisch, kein Schnickschnack, sehr gut und ja auch funktional. Wie gesagt, es ist ja einfach, das zu bedienen. Es ist schön leise und macht einfach Spaß, das Teil. Ansonsten bei den negativen Punkten bzw. ein bisschen Kritik gibt es von mir bei den Bändern hier. Da hätte ich mir gewünscht, dass die Enden davon ein bisschen schmaler sind, dass man das besser einschlaufen kann. Ist aber nur Meckern auf hohem Niveau. Ich habe jetzt hier die Aufnahmen von meinem Steiner genommen. Da werde ich mir noch ein paar Ringe hier ans Glas machen und dann kann ich das ein bisschen kürzen, weil jetzt sind die hier ein bisschen zu lang. Kann man sich natürlich auch noch ein bisschen kürzer stellen. Ansonsten habe ich gar keine negativen Punkte. Vielleicht kann man noch anmerken, dass diese Fronttasche hier wirklich nur für einen Schlüssel ist oder für wirklich schmale Sachen. Also das ist nicht dafür gedacht, dass man da großartig was verstaut. Also wer da mehr Stauraum braucht, der greift vielleicht dann eher zur neuen Version, zu dieser Enclosed-Variante und macht sich hier unten vielleicht noch eine Tasche dran. Aber für mich passt das so schön minimalistisch, ohne die Tasche großartig voll zu stopfen. Das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, Abo nicht vergessen. Ach, und bevor ich es vergesse, das wollte ich noch erwähnen. Wie gesagt, ihr habt hier Magnete an den Flappen und ich habe euch schon mal in einem anderen Video gezeigt, wenn ihr Magnete an den Handschuhen verarbeitet habt und mit dem Kompass arbeitet, dann bringt ihr die Nadel durcheinander. Also falls ihr mit dem Kompass unterwegs sein solltet, dann beachtet das Ganze. Das habe ich im Video jetzt nicht erwähnt, das wollte ich jetzt noch erwähnen. Gut, das soll es jetzt aber gewesen sein. Like nicht vergessen, Abo da lassen, Glocke aktivieren und dann freue ich mich aufs nächste Video. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.